Vielleicht können wir schon mal interaktiv starten. Tatsächlich auf den Kopf. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das so ist mit den LLMs und Google. Wie ist denn das bei euch so? Ich schlage vor, dass alle, die wenn sie sich mit Informationen beschäftigen, in mehr als der Hälfte der Fälle ein LLM nutzen, also prompten, ja, ChatGPT, Gemini, Claude, dass die mal alle die Hand heben. Wer von euch macht das in mehr als der Hälfte der Fälle? Ja, klar. Ja. Nachdem er vorhin gesagt hat, dass die anderen alle alt sind und demnächst sterben und deswegen habe ich auch gedacht, da will man sich ja auch melden. Aber ich glaube euch das auch, weil ich glaube, das ist die Realität und ich glaube auch, das ist gar nicht so altersbezogen, weil ich bin ja auch von Menschen umgeben, die so mein Alter haben und die nutzen das auch alle. Ne? Also die Entwicklung ist da und die verändert alles, was wir tun. Worüber wir heute gleich sprechen werden, ist ja so die Frage, wie können wir damit umgehen und was tut Adobe dabei? Und dann ein ziemlich tiefer Blick in die Frage der Agents. Was ich gleich vorstellen werde, ist ein Modell, das hat die Boston Consulting, BCG hat das vor 1,5 Jahren schon vorgestellt. Das ist so ein Adoption-Modell. Ja? Also wie adaptieren Unternehmen in so einem Stufenmodell KI-Technologie und Agenten. Und das ist so immer dieses Crawl-Walk-Run-Modell. Ja? So diese erste Versuche machen, so langsam in eine Bewegung reinzukommen, um dann wirklich eine Provenienz und eine Fähigkeit dazu entwickeln. Und da möchte ich gleich mit euch durchgehen. Herzlich willkommen auch von mir, Jan Kempelmann, Managing Partner bei der IBM AX. Die IBM AX, wer es nicht kennt, das ist so ein bisschen die Customer Experience Agency der großen IBM. Ich will aber gar nicht in so eine Unternehmensdarstellung abdriften, komme tatsächlich aus einem Beratungs-Background, Agentur-Background, seit 2 Jahren bei der IBM AX, Hauptaufgabe sicherstellen, dass wir unseren Kunden auch das Richtige anbieten. Deshalb freue ich mich sehr, auf das Thema Agentic AI ein bisschen zu präsentieren. Ja. Tiefe, müssen wir mal gucken, ein bisschen bei Agentic AI. Ich würde gerne über das Thema sprechen, Erwartungsmanagement beim Thema Agentic AI. Ne? Also was ist wirklich agentisch, was ist vielleicht auch ein Assistent, was sind ein paar Learnings, die wir schon mitgenommen haben. Also ich mache jetzt hier keine Produktdemos im Detail, sondern wirklich, worauf sollte ich achten, wenn ich das Thema überhaupt mal in meinem Unternehmen angehe. Plus gemeinsame Begriffsdefinitionen, damit wir alle wissen, was Agentic AI ist. Also der erste Schritt, wenn wir über diese Adoption-Modelle reden, ja, also sind 3 Schritte, die wir da sehen. Das ist das erste, diese individuelle Produktivität. Das zweite ist die Automatisierung von Prozessen. Und das dritte ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Ich glaube, dass das so die Crawl-Walk-Run-Stages sind, wenn es darum geht, KI zu nutzen, Generative KI zu nutzen, Agentic KI zu nutzen. Individuelle Produktivität ist super wichtig, weil sie uns hilft, Erfahrungen zu sammeln. Philipp hat es vorhin gesagt, Anwender, die schon in ihrem Alltag KI nutzen und wenn es eben nur irgendwie Copilot ist, haben eine bessere Kompetenz, KI-Projekte umzusetzen, ein Verständnis dafür, was geht nicht, wo sind auch Grenzen und lernen vielleicht auch damit umzugehen und ein Urteilsvermögen zu entwickeln. Die Prozesse, die wir unterstützen durch KI-Automatisierung, haben natürlich einen enormen Hebel, wirklich auch einen Kostenfaktor und einen Nutzenfaktor zu bringen. Also der Nutzen steigt natürlich dadurch. Also bei der individuellen Produktivität, das ist so eine Sache mit dem Nutzen. Ne? Also wir sind ein kleines bisschen schneller dabei, eine E-Mail zu beantworten. Ja? Die Übersetzung eines Textes vom Deutschen ins Englische geht schneller, eleganter, ist am Schluss auch perfekter, zumindest bei meinem Englisch. Aber der Nutzen, der da drin steht, den kann man schlecht monetarisieren, weil das ja im Zweifelsfall auch nur heißt, Hartmut hat mehr Zeit zum Kaffee trinken. Ja? Ganz wichtige Sache, Kaffee ist sehr wichtig für mich, aber nicht so richtig ein Business Value fürs Unternehmen. Das ist bei den Prozessen schon anders, da geht was. Ja? Wir haben das vorhin gesehen, ich habe auch gleich noch ein paar Statistiken zu der Frage, was das bringt, wenn man so eine Content Supply Chain einführt. Und dann kommt eben die dritte Stufe und dann geht es um neue Geschäftsmodelle. Und da geht es ja auch um die Frage, wo sind denn die neuen Geschäftsmodelle der anderen? Philipp hat auch schon wieder einiges uns vorweggenommen. Das gibt mir echt die Chance. Wir sind live. Echt die Chance, dir dann auch genug Zeit zu geben. Denn diese neuen Geschäftsmodelle, das sind ja zum Teil die Geschäftsmodelle der anderen. Und die Frage, wie gehe ich damit um? Und der Nutzen steigt von links nach rechts. Ist irgendwie auch logisch, ja, weil so ein neues Geschäftsmodell kann ja wirklich dann auch völlig neue Revenue Streams erzeugen und dadurch ein Unternehmen in die Zukunft bringen. Oder auch ein Unternehmen davor bewahren, in der Zukunft unsichtbar oder obsolet zu werden. Deshalb braucht es das. Ich glaube aber auch daran, dass es die 3 Schritte braucht. Ich glaube nicht daran, dass sehr viele Unternehmen erfolgreich damit sein werden, direkt mit den neuen Geschäftsmodellen zu starten. Ich glaube, viele tun gut daran, zunächst mal mit der persönlichen Produktivität loszulegen und daraus sich zu entwickeln. Schauen wir drauf, persönliche Produktivität. Eben die Frage, was könnte das sein? Und dazu spielen wir hier das Video. Jetzt hat das mit dem Sound nun wirklich nicht geklappt, ist aber auch nicht schlimm. Ihr habt ja das vorhin auch schon mal gesehen oder wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Das am Ende ist eben Adobe Firefly.
Ich habe es erwähnt, Firefly, ein kommerziell nutzbares Modell, mit dem man Bilder, Videos erzeugen kann. Und eben gerade auch die Firefly Services, mit denen man das Ganze dann auch in Automatisierungsprozessen mit umsetzen kann. Es ist schon somit das Schönste bei Adobe, wenn man jetzt eben diese Dinge zeigen kann, weil das ist einfach inspirierend. Ja? Man sieht, was da geht und wie schnell das geht. Wenn man selbst mal mit den Produkten sich ausprobiert hat, Dinge getestet hat, Visionen umsetzen wollte, wie viele Stunden das dauern mag. Und hier geht es dann wirklich in Sekunden. Ja. Wir verändern die Arbeit von Kreativen, wir geben ihnen mehr Chancen, wirklich kreativ zu sein. Ja. Und wir haben aber eben dieses Problem, ja, dass diese persönliche Produktivität nicht automatisch einen Business Case hat, aber sie ist trotzdem wichtig, weil sie eben Teil dieser Lernkurve ist. Das Zweite, was sehr spannend ist, 29 Milliarden Assets haben wir inzwischen, fast 30 Milliarden Assets in Adobe Firefly generiert. Und wir haben keinen einzigen Case, wo jemand auf uns zugekommen wäre und gesagt hat, du hast mir meine Intellectual Property gestohlen. Wir haben keinen einzigen Dispute zu diesen Assets, die da entstanden sind. Also Commercial Safety ist wirklich relevant, auch in diesen Dimensionen. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, wie das geht, dann geht es darum, dass wir die KI verantwortungsvoll trainieren, dass wir darauf achten, dass wir das in einer vernünftigen Weise tun, dass sie keine Stereotypen ausprägt. Es geht darum, dass wir Sicherheit herstellen, Privatsphäre herstellen, eine Transparenz für den Content haben, dass wir die Vielfalt repräsentieren, verantwortungsvoll damit umgehen, auch in der Frage, wie gehen wir mit der Intellectual Property von Dritten um, dass wir nicht Bilder einfach irgendwo im Internet finden und die dann verarbeiten. Und zu guter Letzt auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Das noch ein kleiner Teil. Aber spannend ist eben, wenn wir schauen, was machen wir daraus. Wenn wir sagen, jetzt haben wir Erfahrungen gesammelt, wir haben mit Firefly gearbeitet, aber können wir das in Prozesse einbauen? Und der Prozess, um den es mir heute geht, ist tatsächlich nochmal der, den wir auch schon gesehen haben, nämlich die Content Supply Chain. Content ist der Motor für diese Personalisierung. Also so vor 10, 15 Jahren, und ich will die Marke bewusst nicht nennen, weil das, was da gleich kommt, ist ein bisschen peinlich. Da habe ich über A-B-Testing gesprochen, also sind wir weit weg von Automatisierung und Personalisierung. Es ging nur um A-Asset versus B-Asset, welches ist besser, ich habe meinen Content getestet, vielen Dank. Kam so ein Executive auf mich zu, sagte, Herr König, Sie müssen aufhören, über A-B-Testing zu reden. Und ich schaue ihn so an, aber das ist doch ein cooles Thema. Ich habe Sie nicht überzeugen können. Sagte, doch, das ist super, aber wir haben ein Problem. Und ich gucke ihn so an und sage, welches Problem? Und er sagte, wir haben kein B-Asset. Ja? Also viel Content ist die Grundlage dafür, dass wir viel machen können. Wir brauchen viel Content. Wir brauchen immer mehr Content. Und ich habe das hier mal zusammengetragen. Das ist konkrete Daten von Adobe. Also, wir bedienen 15 Marketingkanäle mit dem, was wir im Marketing machen. Wir haben hier mal 8 Produkte rausgesucht aus dem Creative-Bereich, für die wir aktiv Werbung machen. Photoshop, Acrobat, Creative Cloud, All Apps, Express Design, Illustrator, Student, All Apps. Ja, also verschiedene Angebote, die wir haben, die wir aktiv bewerben. Wir machen das in 35 Sprachen, die wir weltweit unterstützen. Wir erzeugen 3 Varianten pro Kanal, weil wir sagen, wir wollen variieren können. Und wir wissen, dass es Kanäle gibt, die sagen, also mit 3 brauchst du gar nicht anfangen, mach mal lieber so 7 bis 10. Ja, also wenn wir über Instagram oder Facebook nachdenken. Ja. Und wir wissen ja auch noch, wir wollen jedes Quartal auch Refreshes machen. Wir wollen ja den Leuten nicht 17 Mal die gleichen Assets zeigen, sondern auch neue. Und plötzlich sind wir bei 126.000 Assets, roundabout. Wenn wir sagen, 126.000, echt? Ich kann euch sagen, bei der letzten Black Friday-Kampagne hat Adobe fast 160.000 Assets erzeugt. Für eine einzige Kampagne, für einen einzigen Tag. Und das machen wir bestimmt nicht mit viel mehr Leuten. Ja? Wir kriegen nicht 10-mal mehr Leute, um 10-mal mehr Content zu erstellen, sondern wir müssen 10-mal smarter sein. Sonst wird das nicht funktionieren. Und wir müssen es und wir haben eine Chance, es zu automatisieren. Und dabei hilft KI. Das haben wir gesehen, auch in der Demo vorhin auf der Bühne, wo wir gesehen haben, wie so eine Content Supply Chain aussehen könnte bei Lisa. Ja? Das Ganze hat einen erheblichen Business Impact. Und hier reden wir über echtes Geld. Ja? Wir reden über Geld, das wir heute für Agenturen ausgeben oder über Geld, das wir im eigenen Hause verbraten, weil wir eben Ressourcen einsetzen, die eigentlich kreativ sein wollten, aber die jetzt nichts anderes machen, als Content freistellen, neue Hintergründe dahinter bappen oder Varianten zu erzeugen, die sich irgendwie dadurch entscheiden, dass die eine Hochformat und die andere Querformat ist und die dritte vielleicht für ein bestimmtes Banner quadratisch erzeugt wurde. Also der Nutzen, der da entsteht, ist erheblich, einfach deshalb, weil wir automatisieren können. Und das kann KI richtig gut. Also KI ist nicht richtig gut kreativ, ja, das ist ein Mythos, weil KI wiederholt ja nur Dinge, die es schon gibt. Aber wir sind kreativ, können aber dann eben diese Vervielfältigung, die können wir automatisieren. Und das hat einen großen Nutzen in den Kosten pro Inhalt, minus 26% pro Asset.
ja, die Effizienz in der Content-Produktion, also den Durchsatz, den Durchlauf um 46% zu steigern, Time to Market zu senden, die Kosten für die Qualitätskontrolle senden, ja, bin ich on-brand oder nicht, und gleichzeitig auch nochmal die Conversion Rate zu steigern, weil ich eben jetzt nicht nur ein B-Asset habe, sondern genug Assets für verschiedene Zielgruppen und weil ich natürlich irgendwann an jedem Asset auch einen Datenpunkt habe, der mir sagt, funktioniert auch mit dieser Zielgruppe gut. Ein massiver Value, den wir da aufbauen können in der Prozessautomatisierung. KI spielt da rein und das haben wir so ein bisschen gesehen, von der Planung über die Kreation, die Auslieferung, das Asset Management und eben auch das Reporting, das hinten dran hängt. Das habt ihr vorhin auch ganz schön gesehen in Lisas Live-Demo. Eben die Frage, wie unterstützen wir das, dass wir sagen, in der Planung haben wir einen automatisiert generierten Campaign-Brief. Wir haben vielleicht auch verschiedene Ressourcen eingesetzt, die wir über eine Automatisierung in der Planung durch KI unterstützen. In der Kreation, natürlich kann Firefly dann eben auch dabei helfen, konkret zu kreieren, zu gestalten, zu verändern. Ich nutze selbst natürlich auch Adobe-Produkte. Mir hilft das enorm, einfach schneller zu sein, wenn ich ein Foto habe, muss aber noch ein paar Dinge rausnehmen. Früher haben wir da lange dran rumretuschiert und heute geht es eben entsprechend generative. Die Auslieferung. Welches Asset, an welche Person, zu welchem Zeitpunkt, das können wir mit KI super gut unterstützen. Das ist ein Riesenpuzzle. Hunderte, Tausende, Zehntausende, vielleicht Millionen von Kundenprofilen und gleichzeitig vielleicht 100.000 Assets. Das ist Kombinatorik, das kann man glatt multiplizieren, dann weiß man, wie viele mögliche Varianten es gibt. Aber welche sind die Winner-Varianten? Welche sind die ich haben will? Dabei hilft uns KI. Die Insights, wo uns KI Fragen beantwortet. Welches Asset hat funktioniert? Auf welche Assets springen auf eine Zielgruppe an oder welche Zielgruppe springt auf welches Asset an? Und im Asset Management, großes Thema, wer gibt sich schon die Mühe, ein Asset, das er irgendwo ablegt, auch sauber zu taggen? Und by the way, selbst wenn sich die Leute Mühe geben, ist es häufig so, dass sie trotzdem einfach verschiedene Begriffe nutzen. Und deshalb am Ende dann doch leicht kryptisch bleiben und man das eben nicht findet. Das können wir automatisieren. KI kann Assets extrem gut erkennen und wiederfindbar machen. Und wir vermeiden es eben so, Assets 2-, 3-mal zu produzieren, die wir eigentlich nur wiederverwenden wollen. Ja, das wäre so dieser Teil Prozesse. Also persönliche Produktivität, Prozessautomatisierung und drittens neue Geschäftsmodelle. Und ich habe es gerade schon gesagt, das sind dann eben zum Teil die Geschäftsmodelle Dritter. Ne? Das ist bitter, weil die stehen dann irgendwann zwischen mir und dem Kunden. Das ist genau das, was passiert. Und ich erzähle euch mal die Geschichte. Es dauert keine 5 Minuten, das zu erzählen. Ich habe neulich eine richtig lange Radtour gemacht, war super. Ich bin von der Nähe von Elmshorn nach Frankfurt gefahren. Fragt mich nicht warum, aber war eine tolle Sache. In 5 Tagen, ja, der erste Tag war super, ging erst so am Deich entlang, dann durch Hamburg, durch die Lüneburger Heide. In der Lüneburger Heide ist alles Gravel und wenn es nicht Gravel ist, ist es Kopfstein und wenn es nicht Kopfstein ist, ist es Single Trail. Ja? Also das hat den ganzen Tag gerüttelt. Ich habe mich da an dem Lenker festgeknallt von meinem neuen Rad und irgendwann abends habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr schalten und ich konnte auch die Gabel nicht mehr richtig halten beim Essen. Das ist echt komisch gewesen, ja. Und da habe ich gedacht, was ist denn das bloß? Als ich nach Hause kam, habe ich mal ChatGPT gefragt, was könnte das denn sein? Und ChatGPT sagte, ja, du hast da den Ulnarius-Nerv und du hast da diesen Karpaltunnel und wenn du da lange drauf rumdrückst, also wenn du dich so am Lenker festkrallst, dann sterben die ab und das sorgt dafür, dass du deine Finger nicht mehr so bewegen kannst, wie du gedacht hast, ja. Jetzt werdet ihr euch fragen, was erzählt ihr mir seine komische Geschichte vom Fahrradfahren? Nein, es ging ja noch weiter. Ich habe gefragt, was hätte ich denn tun können? Dann sagt ChatGPT, ja, erstens hättest du eine andere Haltung am Lenker einnehmen können, vielleicht auch dich nicht so festkrallen, aber mach das mal, wenn das Kopfsteinpflaster rüttelt. Ja. Aber zweitens, du hättest vielleicht einen besseren Fahrradhandschuh nehmen können. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, welchen denn? Und dann hat mir ChatGPT eine Auswahl gegeben und ich habe direkt einen bestellt. Von einer Marke, die ich vorher nicht kannte, von der ich auch noch nie gehört habe, seitdem auch nie wieder. Aber ich bin diesen Prozess von Awareness, also dein Problem mit deiner Hand hättest du vielleicht mit einem besser gepolsterten Fahrradhandschuh lösen können, zum Kaufen in 5 Minuten gegangen. Und ihr wisst, wie sonst solche Kaufprozesse ablaufen. Noch eine Beobachtung war, die Marken, die ich kannte, so Fahrrad.de, Rose Bikes, ja, oder wie heißen die sonst noch, ja, Röckel oder so, die Handschuhhersteller aus Deutschland, die waren alle nicht sichtbar bei ChatGPT. Es war eine Marke, von der habe ich wirklich noch nie gehört. Aber die hatte offensichtlich irgendwo in den Daten stehen, dass das gegen Druck auf den Ulnarius und den Karpaltunnel hilft. Und hat dadurch ChatGPT davon überzeugt, mir dieses Produkt vorzuschlagen. Alle anderen Marken, Pech gehabt, weil ich habe schon gekauft. Also die brauchen mir jetzt auch keine Werbung mehr schicken. Ja. Und das ist ja genau dieser Moment, dieser Google Zero-Moment oder der ChatGPT-Moment. Ja. Und wenn wir einfach sehen, 50% weniger Search-Traffic wird erwartet von Gartner in 2028. Und wir wissen, dass wir 800 Millionen, wir haben es heute auch schon gehört, wöchentliche Nutzer auf ChatGPT haben. Das sind konkrete Fakten, die da heißen,
Da stehen Modelle zwischen euch und euren Kunden. Zwischen Marke und Kunden steht das LLM. Und deshalb brauchen wir eben dann zum Beispiel LLM-Optimizer. Zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Einmal eben mit dem LLM-Optimizer das zu tun, was Lisa vorhin gezeigt hat. Also dafür sorgen, dass wir dort sichtbar sind, indem wir eine neue Content-Marketing-Strategie entwickeln, die sich auf eine überraschende Weise von dem, was wir bisher getan haben, unterscheidet. Viel textlastiger, viel detaillierter, viel mehr Quellen, die es auch braucht. Third-Party-Content, also Paid, Earned and Owned Content sauber zu bespielen, um die Sichtbarkeit in den Modellen zu erzielen und eben on-site auch besser zu sein. Also auch on-site diese Fragen beantworten zu können. Das macht LLM Optimization. Da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Conscious of Time, wir haben ja am Anfang ein bisschen verloren. Ja, Content allein ist es nicht. Ich muss anfangen, den Content über verschiedene Kanäle zu spielen, Affiliates und so weiter. Ich muss mir Gedanken darüber machen, dass die Rolle meiner Webseite sich verändert. Und zu guter Letzt, die Autorität über das, was über meine Marke gesagt wird, ist ja nicht allein in meiner Hand. Diese drei Elemente spielen zusammen bei der Frage, was macht ein LLM-Optimizer? Also der hilft dabei, die Lücken zu finden. Aber die Lücken füllen, das müsst ihr schon selbst. Ja? Also ihr werdet mehr Content produzieren. Ihr werdet mehr Leute im Unternehmen bitten, Content zu produzieren. Ja? Knowledge Worker, die sagen, hey, du stellst da ganz tolle Produkte her im B2B-Bereich, richtig erklärungsbedürftig, da muss man ein White Paper schreiben. Weil sonst können wir dem Markt nicht erklären, warum unser Produkt besser ist als das vom Wettbewerb. Ja? Was wir vorhin gehört haben von Zeiss, ja? Medical Technology, die eben sehr lange brauchen, um zu erklären, warum ihr Gerät das Richtige ist. Ja, automatisch die Probleme identifizieren, empfehlen, gegebenenfalls auch automatisch optimieren. Darauf gehen wir, wie gesagt, aufgrund der Zeit nicht ein, weil du hast ja gesagt, du brauchst 20 Minuten und da steht hier 20:42. Also ich bin on track, dir die 20 Minuten auch wirklich zu geben, weil am Ende dieser drei Stufen, persönliche Produktivität, Prozessautomatisierung und Geschäftsmodelle, kommt was Neues. Und das ist für mich wirklich diese Agentic World. Und das ist natürlich der Agent, der nach innen wirkt und der mich als Unternehmen stärker macht, aber es ist eben auch der Agent, der plötzlich mein persönlicher Concierge wird. Ich gehe jetzt nicht mehr voll auf das Beispiel ein, ich sage einfach nur, stellt mir vor, wir könnten sagen, hey Siri, bitte buche meine Reise zum QBR in der übernächsten Woche in London. Ja? Ich habe eine Geschäftsreise vor mir, übernächste Woche, mach doch einfach. Ja? Und dann ist tatsächlich plötzlich zwischen mir und der Marke Siri, wenn es Siri ist oder wer auch sonst, ja, Philipp hat vorhin ja auch gesagt, Apple könnte das hinkriegen, ich traue das denen auch zu, weil die sind halt immer in meiner Tasche und würde das Hotel raussuchen, würde dafür sorgen, dass der Uber an der richtigen Stelle steht, wenn ich ihn brauche, würde mir vielleicht ein Restaurant buchen und auch den Flug buchen. Und die Marken, die dahinter stehen, verlieren Kontrolle. Und wenn wir sagen, eine Personalisierungsstrategie ist wichtig, die wird noch wichtiger, weil Siri personalisiert sowieso viel besser, als es irgendeine Marke kann. Ja? Also ich werde nochmal in einen neuen Wettbewerb eintreten, aber da bin ich jetzt nicht mehr, sondern es färbt sich von schwarz auf weiß. Jetzt bist du dran. Neuer PowerPoint. Hier ist der Klicker. Danke. Bitte. Danke, Hartmut. Dankeschön. Ich habe so ein bisschen die Ehre, jetzt ein bisschen von dem Thema Gen AI auf das Thema Agentic AI zu switchen mit euch. Ich nenne es auch gerne der Shift vom Prompting to Partnering. Und ich habe es ja eben in der Intro schon gesagt, für mich ist extrem wichtig, ich mache jetzt keine Live-Demo, wie ein Agent funktioniert, sondern dass wir irgendwie ein gemeinsames Verständnis von Agentic AI haben. Warum? In den meisten Kundendiskussionen, in denen ich eigentlich bin, ist erstmal eigentlich so ein Grundverständnis von Agentic AI, auch in Abgrenzung übrigens zu Gen AI, extrem wichtig, damit wir einfach Expectation Management betreiben. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Session, wo wir mal High-Level Agentic AI erklären, aber auch ein bisschen auf die Funktionsweise von dem Agent Orchestrator grundsätzlich gucken. Und was sind vielleicht auch aus anderen Projekten so ein paar Learnings, die ihr eigentlich in Agentic AI-Projekte reinbringen sollt. Das hier ist so ein bisschen eigentlich die Kurve, die man so ganz abstrakt zeichnen kann. Wo befinden wir uns? Ne? Gen AI, ja, haben wir jetzt alle schon öfters mal gehört und nutzen das auch ganz, ganz viel. Agentic AI wird so in die ersten MVPs, POCs auch eingebaut. Und oben seht ihr auch Crazy Elon oder sowas wie Waymo. Ne? Da reden wir über Physical AI oder Embodied AI, nennt es auch einige. Ne? Also das ist wirklich dann so ein bisschen die nächste Ausbaustufe. Und ich würde mich gerne so ein bisschen auf den Punkt 3 heute konzentrieren. Wichtig finde ich, Gen AI als Abgrenzung zu Agentic AI ist eigentlich so ein bisschen das Gehirn von dem Agent. Ne? Also auch die Cognition, ne, ist so ein bisschen eigentlich das, also Agentic AI steht so ein bisschen aus der
aus der generativen KI. Wenn man das an einem Beispiel auch festmachen möchte, ne, Hartmut hat jetzt irgendwie das Thema auch mit Firefly etc. gebracht. Ich nehme mal ein anderes Beispiel im privaten Kontext. Über ChatGPT baue ich mir relativ easy mal ein Essay zusammen und tippe einfach rein in ChatGPT 5, schreibe mir ein Essay. Das ist Gen AI in einer puren Form. Agentic AI hingegen ist eigentlich, dass ich nicht sage, ich baue ein Essay und gebe einen Prompt ab, sondern ich zerlege es wirklich in unterschiedliche Workflows und Prozessschritte. Das ist Agentic AI. Warum mache ich das und was ist die Basisidee von Agentic AI, um das Endergebnis am Ende besser zu machen? Das heißt, um dieses Essay-Beispiel wieder rauszuholen, ein Essay ist, ich gebe eine Teilaufgabe an einen Agenten, der sagt, mach die Research-Phase für mein Essay, mach zum Beispiel auch einen ersten Draft, das könnte ein zweiter Agent sein, immer mit dem Outcome, ich habe bessere Einzelergebnisse und am Ende ein viel, viel besseres Gesamtergebnis, als ich das aus meiner alten Gen AI-Logik tatsächlich habe. Ne? Aber das ist das Basic-Verständnis eigentlich von Agentic AI oder die Abgrenzung dazu tatsächlich. Was man auch irgendwie beachten sollte, wenn man über Agentic AI spricht, ist das Thema Reasoning oder Reasoning-Modelle. Habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie gehört. Das heißt, es sind eigentlich Sprachmodelle. ChatGPT 5 ist zum Beispiel so eins, was viel, viel besser auf den Kontext von einzelnen Nutzerfragen antworten kann. Ne? Also ChatGPT 3, ChatGPT 4 waren eigentlich Modelle, die konnten sehr, sehr gut einzelne Abfragen oder Sprache auslesen und Antworten liefern. ChatGPT 5 und der Agent Mode, ich weiß nicht, wer ihn schon mal ausprobiert hat in ChatGPT, kann relativ oder viel, viel mehr, weil die Reasoning Engine, also der Kontext dahinter, viel komplexere Probleme lösen kann. Warum? Wieder an den Essay denken, er kann ein Problem in Teilaufgabe unterteilen. Das ist wie, als wenn wir als Mensch das nicht alleine machen, sondern ein Team, ich und Hartmut bearbeiten ein Problem zusammen, gibt es einen viel, viel besseren Outcome, als wenn ich das alleine mache am Ende des Tages. So, das ist ein bisschen eigentlich die Grundidee. Über Physical AI rede ich jetzt gar nicht so viel, ne? Selbstfahrende Autos oder was auch immer, das ist ein bisschen die andere Welt. Es gibt auch Hybridmodelle, Lieferroboter sind zum Beispiel so eins, ne? Die haben eine physische AI-Komponente, haben aber auch eine Agentic AI-Komponente, wenn es zum Beispiel um die Priorisierung von Auslieferungen angeht und so weiter und so fort. Da muss ein Lieferroboter ja autonom entscheiden, okay, kommt das Essen erst zu Jan oder erst zu Hartmut am Ende des Tages? Das ist klar. Erst zu mir, richtig. So, aber das ist so ein bisschen ein Hybridmodell eigentlich aus Agentic AI und Physical AI. So, das skippe ich mal ein bisschen, auch aus Zeitgründen, ein bisschen die Erklärung, wie funktioniert eigentlich Agentic AI an dem Beispiel von auch meiner oder Hartmuts Reiseplanung. Ich nehme jetzt mal nicht das Fahrrad, sondern ich nehme den Camperbus von Hamburg nach Bologna. Ist jetzt leider nicht so schön, mein privater Camperbus. Aber am Ende des Tages ohne Context Engineering, also ohne Reasoning am Ende des Tages und ohne Agentic AI muss ich ja ChatGPT relativ viel Input geben. Wie ist meine Reiseroute, wie viele Stops möchte ich machen und so weiter und so fort. Mit Context Engineering, also ChatGPT 5 weiß zum Beispiel aufgrund meiner Nutzungsdauer, dass ich gerne, wenn ich von Hamburg nach Bologna fahre, keinen Bock habe, 6 Stunden am Stück zu fahren, sondern meine Fahrzeit sich auf 3-4 Stunden begrenzt. Ne? Das weiß die KI an dem, ne? Präferenzen und so weiter und so fort. Das ist Context Engineering und schlägt mir exakt 5 Campingplätze entlang der Route zum Beispiel vor. Agentic AI, und das ist der große Unterschied am Ende des Tages, geht ja sogar den Weg, dass es am Ende automatisch erkennt, was sind nicht nur meine Präferenzen, sondern bucht zum Beispiel auch die Campingplätze entlang des Wetters vielleicht auch oder kulinarischer Präferenzen, die ich habe und so weiter und so fort. Da gibt es einen Begriff, den ihr alle auch schon mal gehört habt, Multi-Agent-Systeme. Das macht nicht ein Agent, sondern in der Regel hat man Spezialisten, die in diesem Prozess, wir sind wieder in dieser Prozesslogik, einzelne Agenten beauftragt, weil das deren Kontext- und Spezialgebiet ist. Ich habe zum Beispiel einen Routenplaner-Agent, der ist nur auf die Routenplanung fokussiert. Ich habe einen Campingplatz-Agent oder einen Wetterberater-Agent. Ne, aber so funktioniert am Ende Agentic AI oder Multi-Agent Collaboration. Da gibt es einen Begriff, der wurde vorhin, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, MCP oder Agent-to-Agent Communication. Was ist das? Ihr seht ja eigentlich hier unten so ein bisschen eingeblendet, so eine rote Werkzeugbox. Das ist am Ende eigentlich das, was ich meinen Agenten mitgebe. Nämlich so eine Art Toolbox und Beschreibung. Hey, zum Beispiel in meinem, keine Ahnung, Routenagent, nutze bitte nur die Google Maps API oder guck bitte auch Verkehrsdaten an. Gebe meinem Wetter-Agent vielleicht auch irgendwelche Wetter-APIs mit. Also das ist ein bisschen das, wie ich meinem Agent auch ein bisschen mehr Kontext und mehr Guidance gebe. Die große Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, werden Endkunden oder Business-Users eigentlich Agenten als erstes oder eher verwenden? Die ehrliche Antwort oder meine persönliche Perspektive ist eigentlich, beide Gruppen werden Agenten
benutzen. Auf die Endkunden komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber in sehr unterschiedlichen Formen und unterschiedlichen zeitlichen Abläufen. Ich glaube, Business-Agenten werden viel, viel schneller kommen als private Agenten. Warum? Weil Business-Software wie eine Adobe Experience-Plattform etc. eigentlich schon Pre-Built Agents mit anbieten. Ne, im persönlichen, privaten Kontext, ja, ChatGPT-5 hat einen Agent-Mode. Wer nutzt den? Relativ wenig. Ich habe irgendwas von 3% aktuell gelesen. Ne, also ich glaube, da sind wir im Business-Kontext ein bisschen weiter vorne. Im Business-Kontext, Philipp Glückner hat ja auch über das Thema Apple schon gesprochen. Ich glaube, da werden wir am Ende schon auch eine Agenten-Evolution sehen. Warum? Weil es einfach Komfort bringt und wenn es in Plattformen wie zum Beispiel Siri, also zum Beispiel in Apps irgendwie integriert ist oder in irgendwelche Sprachassistenten. Ne? Google hat ein relativ cooles Projekt, das nennt sich Campor. Da geht es eigentlich um das Thema, oder das heißt abgekürzt Collaborative Agents for Multi-Input Planning and High-Order Reasoning on Device. Bisschen sperrig der Begriff. Was ist die Grundlogik? Ihr habt hier eben auch mein Team aus Agents für meine Reiseplanung gesehen. Eine ähnliche Logik verfolgt eigentlich Apple. Die haben eigentlich gesagt, wir brauchen oben so eine Art High-Order Reasoning Agents. Der nimmt zum Beispiel Anfragen, die ich über Siri reingebe, buche eine Reise mit meinem Travel Buddy Tim und packt das in unsere Kalender und schickt uns bitte per E-Mail Reisevorschläge. Dieser High-Order Reasoning Agent, das ist aktuell noch in der Forschungsgruppe bei Apple, das kommt aber irgendwann, nimmt diese Anfrage an und verteilt das an andere Agents, sogenannte Sub-Agents. Der eine ist zum Beispiel ein Device-Agent, der weiß zum Beispiel, der Jan ist eigentlich Hamburger, ergo muss ich irgendwie den Trip zum Beispiel nach Barcelona von Hamburg planen. Aber fragt vielleicht auch meinen Personal Context Agent, sag mal, der Jan, ist der eigentlich beruflich jede Woche in Freitag? Ja, ist er, in Berlin. Ja, ist er. Also kann er auch irgendwie zum Beispiel von Berlin abfliegen. Die Information hat zum Beispiel dieser Agent. So, und dieser High-Order Reasoning Agent, der orchestriert das alles. Über ChatGPT, Agent Mode und sowas haben wir schon gesprochen. Haben wir das gerade auch schon erwähnt. Ich glaube, das Thema Checkout und nicht nur Research über ChatGPT wird sich verändern. Aber am Ende, Endnutzer werden immer stärker auch diesen Agent Mode oder Agentic AI spüren oder auch nutzen, sofern es einem gewissen Komfort dient. Kommen wir nun zum interessanten Teil, die Business-User-Perspektive. Eure Perspektive, meine Perspektive in der Arbeitswelt. Ich glaube, was der große Accelerator ist, warum wir Agents nutzen, am Ende ist eigentlich das Thema Produktivitätsdruck. Das hat der Hartmut auch zum Beispiel beim GenAI-Thema auch schon drin, das war beim Thema Agentic AI auch. Das andere ist, wir automatisieren einfach Prozessschritte. Ne, nochmal, Wiederholung. Agentic AI ist, ich unterteile einen Prozess wirklich in Einzelbereiche und spezialisiere Agenten auf gewisse Aufgaben und automatisiere etwas, vielleicht sogar möglichst autonom. Das ist ja die große Zielsetzung von Agentic AI. Aber da wird es am Ende des Tages hingehen. Bei IBM haben wir ein ganz cooles Beispiel, das nennt sich Frag HR. Wir haben zum Beispiel vor 6 Jahren in der IBM mal angefangen, einen Assistenten im Bereich Human Resource zu etablieren. Das war mehr so ein Sprachassistenz, wenn ich irgendwie Rückfragen Richtung, wie reiche ich Urlaubstage ein oder Krankmeldungen oder wie kriege ich irgendwie ein Empfehlungsschreiben, was auch immer. Das entwickeln wir gerade auch Richtung Agentic AI weiter. Ne? Also was heißt das konkret? Irgendwie so Beispiele im Sinne von, er nimmt nicht nur meinen, also Bildungsurlaub zum Beispiel, ich kann fragen, wie viel Bildungsurlaub steht mir zu im Jahr und der Agent gibt mir nicht nur die Antwort im Sinne eines Assistenten 5 Tage, sondern bucht das automatisch in unser Urlaubsplanungsportal ein. Das ist Agentic AI, ne? Also wirklich eine autonome Übernahme von einem Teilaspekt im HR-Prozess. Adobe oder generell, wenn man sich zum Beispiel Microsoft als Hyperscaler und Adobe als SaaS-Unternehmen anguckt, finde ich ja recht interessant. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil von Adobe am Ende des Tages. So Pre-Built Agents oder ich nenne es auch Purpose-Built Agents sind ja schon auf dem Markt. Ne? Also ich habe mal so 4 rausgegriffen. Zum Beispiel auch den Product Success Agent, den Data Insights Agent, Site Optimization Agent oder den Brand Concierge Agent. Agents, die auf der AIP sitzen, die kann man jetzt schon eigentlich nutzen. Ich sage gleich ein bisschen was dazu, was daran Agentic ist, was vielleicht auch sogar nicht. Ne? Da gibt es ja immer Teilaspekte. Und Microsoft hat ja ein bisschen diesen Custom-Build-Ansatz. Ne? Also da kann man ein bisschen komplexere Aufgabenstellungen reingehen. Die haben zig Frameworks und Libraries dahinter und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen anderer Ansatz. Das hier, der linke, der Adobe-Ansatz, ist eigentlich perfekt für Business-User, Marketeers und so weiter und so fort. Die Grundlage von allen Agents, egal wie viele da noch kommen, ist am Ende der Experience-Plattform Agent Orchestrator. Wurde heute Morgen in der Keynote ja auch schon erwähnt. Ich finde es immer wichtig zu verstehen, was steckt dahinter. Eigentlich 4 Bausteine. Bald kommt sogar ein 5. Baustein, nämlich der Agent Composer. Finde ich, ist ein richtig cooles Element von einem Orchestrator. Ihr seht auch hier
Es gibt eine Reasoning Agent, damit man wieder nachvollziehen kann, wie Agents überhaupt zu Ergebnissen kommen und so weiter und so fort. Der Agent Composer ist cool, da kann man Marken einen eigenen Touch geben. Da kann ich einem Agenten zum Beispiel sagen, hey, das sind meine eigenen Prozesse, kannst du das ähnlich modulieren oder musst du dich an vorgefertigte Workflows halten und so weiter und so fort. Der ist noch nicht live, deshalb steht da auch Coming Soon. Aber das sind quasi die Elemente, die hinter so einem Agent Orchestrator tatsächlich stecken. Ich habe hier nochmal Watson X reingenommen, ich weiß nicht, wer es kennt. IBM ist ja nicht nur eine Consulting-Firma, sondern eigentlich mehrheitlich eine KI-Software-Firma. Watson X ist ein KI-Modell, das steckt auch teilweise im Agent Orchestrator mit drin. Ein Element zumindest von Watson X, nämlich der Watson X Governance, das Watson X Governance Modul. Warum? Weil wir es auch safe machen wollen. Und Watson X Governance guckt zum Beispiel, ob der Agent Orchestrator oder die einzelnen Applikationen Governance oder regularisch korrekt arbeiten. Ne? Prüft das zum Beispiel mit dem EU AI Act ab, darf ich das nicht und so weiter und so fort. Darum geht es ja. Ne? Wir lassen ja nicht Agenten einfach so loslaufen am Ende des Tages. Das Wichtige ist, oder das ist auch ein cooler Use Case eigentlich, wenn man die Agenten kombiniert. Da reden wir wieder über unser Team aus Spezialisten. Ihr erinnert euch an unseren Routenplaner-Agent. Ne? Das kann man auch mit Adobe und Microsoft das Spielchen spielen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie sage, als Marketing-Mitarbeiter habe ich dieses Agent Orchestrator Interface oder ein Conversational Interface am Ende des Tages und ich sage eigentlich, die Zielsetzung ist, optimiere die nächsten Kampagnen basierend auf den letzten Performance-Daten. So, der Adobe Agent Orchestrator interpretiert eigentlich, welche Teilaufgaben notwendig sind. Datenanalyse, Zielgruppensegmentierung, Inhaltsoptimierung, also Content-Optimierung. Und einige dieser Unteraufgaben werden gar nicht von den Adobe Agents bewerkstelligt, sondern am Ende zum Beispiel an Azure Microsoft Agents, die ich irgendwie Custom-Build aufgebaut habe, abgegeben. Da findet eine Art Teamplay-Kooperation statt. Das heißt, Subagenten rufen zum Beispiel unterschiedliche Daten aus dem Azure Data Lake ab oder einem Microsoft Dynamics CRM und so weiter und so fort, weil das zum Beispiel Adobe-Applikationen gar nicht können. Die haben vielleicht gar nicht den Zugriff darauf, aber die Agenten, die ich zum Beispiel irgendwie in meinem Azure Environment gebaut habe, die können das. So, und dieser Adobe Orchestrator, ich würde es auch als Dirigent bezeichnen, sammelt eigentlich diese Ergebnisse dann wieder von den Azure-Agenten ein, wie so mitarbeitermäßig, und nimmt die vorgeschlagenen Aktionen tatsächlich in die Adobe-Oberfläche auch mit rein. Ne? Und mit Hilfe von Agent Composer, wenn er denn irgendwann live ist, kann ich das sogar noch so ein bisschen mit Marketingregeln und Grenzen und Marketingrichtlinien, Interventionspunkten etc. weiter definieren und customizen, wie das für mich als Marke passt. Ich finde es aber extrem spannend, eigentlich mal drüber nachzudenken, nicht nur, was kann ich mit Adobe Pre-Build Agents, sondern was kann ich sogar mit Customized Agents, die ich irgendwie anders gebaut habe, sogar noch ergänzen. Das ist für mich die essentielle Slide. Ich möchte einmal so ein bisschen über das Thema Expectation Management sprechen im Bereich Agentic AI. Wir kommen so ein bisschen aus der Ecke, wir haben über Chatbots, deterministische Chatbots gesprochen, wir sprechen sehr, sehr viel über LLM-basierte Assistenten und wir sprechen auf einmal über Agentic AI. Ich glaube, ich muss gar nicht definieren, was Chatbots sind und was am Ende LLM-basierte Assistenten sind. Viel entscheidender ist eigentlich das hier, das AI-Agency Gap. Also die Lücke zwischen Fähigkeiten und Erwartungen zwischen Assistent und Agent. Ja, also ich finde zum Beispiel das AI-Agency Gap am Beispiel Adobe Site Optimization Agent kann man eigentlich ganz gut erklären. Der Site Optimization Agent von Adobe, den gibt es ja schon live, der ist sehr gut in der Lage, Daten zu analysieren, zum Beispiel den Traffic, Engagement, Funnelabbrüche, you name it. Er kann sehr, sehr gut Hypothesen formulieren. Ne? Benutzer springen ab, weil, keine Ahnung, irgendwelche Formfelder irgendwie nicht richtig laden oder fehlerhaft sind. Gibt sogar Optimierungsvorschläge der Site Optimization Agent auf der AIP und kann die sogar simulieren. Das Gap zu richtig Agentic AI am Ende des Tages, er ist nicht komplett autonom. Wir lassen ihn ja nicht von der Leine. Also er automatisiert ja dann nicht oder verbessert in dem Sinne zum Beispiel irgendwelche IAM-Forms-Geschichten oder was auch immer. Das ist eigentlich das, wo viele eine Erwartungshaltung haben, dass da komplett autonom was passiert. Aber wir sagen eigentlich, oder Adobe sagt eigentlich zu Recht, das wollen wir eigentlich verhindern. Warum? Weil eigentlich wir so eine gewisse Safety-Ness da haben oder Risikos für Brands, Conversion-Schäden etc. eigentlich vermeiden wollen. Deshalb, ich finde dieses Agency Gap an der Stelle gar nicht schlecht. Wir sollten uns einfach dessen nur bewusst sein, dass es das gibt und wir nicht über komplett autonome Agenten eigentlich sprechen.
Das ist eigentlich so ein bisschen Expectation Management. Finde ich total wichtig, wenn man über das Thema Agentic AI spricht, dass da nicht irgendwelche, auf Vorstandsebene irgendwie dieses Bild entsteht, tatsächlich, wir machen hier jetzt Prozesse total autonom. Und ich habe dieses Bild im Kopf, super, 30% Mitarbeiterkürzung, weil Prozess ist super autonom mittlerweile. Ist es nicht, ne? Also Erwartungsmanagement am Ende des Tages. Gibt ein super cooles Beispiel, dann bin ich auch gleich durch. Ich weiß nicht, wer es kennt, Project Vent von Anthropic, dem großen Herausforderer von OpenAI. Die haben mal über so ein Forschungslabor ein Experiment gelauncht mit dem Agenten Claudius. Und Claudius sollte eigentlich, der hat hier so einen Getränkautomat, der sollte mal Verkäufer spielen. Über 4 Wochen hat er quasi so eine Art Getränkeautomat betrieben. Produkte einlagern, Preise setzen, Bestände nachordern, Verkäufe tätigen. Mit dem Ziel, das war ein Experiment von Anthropic, herausfinden, wie gut ein KI-Agent in einem realitätsnahen wirtschaftlichen Umfeld agiert. Die Werkzeuge, ne, wir erinnern uns ein bisschen an das Wording MCP, ne, also Werkzeugkiste und so weiter und so fort, die der Agent Claudius von Anthropic hatte bei dem Experiment. Du kannst Websuche nach Produkten machen, um zu entscheiden, was gelagert werden soll, also zum Beispiel welche Getränkesorten. Du kannst Kundenanfragen via E-Mail, Slack etc. beantworten. Du kannst auch Preisänderungen komplett selbst gestalten. So, das Ergebnis. Fehlerverhalten. Der Agent verkaufte nach 4 Wochen Produkte unter Kostenpreis, unter Einkaufspreis. Ignorierte komplett Angebotsaktionen oder Rabatte von Lieferanten. Übertriebene Rabatte, die in der normalen wirtschaftlichen Welt komplett unlogisch wären, die ein normaler Einkäufer oder Verkäufer niemals so ausgehandelt hätte. Und am Ende war es ein super negativer Business Case eigentlich. Hat super funktioniert, Kunden wurden immer beliefert, wirtschaftlich war das ein komplettes Desaster am Ende des Tages. Die Beobachtung ist eigentlich absurde Entscheidung, unlogische Preise und man hat bewusst Claudius keine Grenzen gesetzt, zeigt aber wieder, jetzt springe ich mal kurz zurück, dass wir hier nicht sind, sondern uns irgendwo immer in der Mitte bewegen, weil wir als Mensch dem Agenten Guidance geben müssen und den nicht komplett autonom eigentlich von der Leine lassen dürfen. Das ist so ein bisschen eigentlich das, was auch hinter dem Experiment rauskam. Deshalb würde ich immer sagen, wenn ihr Agentic AI Projekte startet, seid euch immer bewusst, wir reden auch über das Thema Technologieauswahl, natürlich. Wir reden über das Thema Daten. Haben wir überhaupt genug Kontext, damit der Agent zum Beispiel lernen kann am Ende des Tages? Super wichtig, Ethik. Ne? Also wie fair soll ein Agent eigentlich auch agieren? Und was ist eigentlich die Zielsetzung oder die Strategie am Ende des Tages dahinter? Wir hatten vorhin schon so ein anderes cooles Bild bei Philipp Glöckner, der hat irgendwas von 90%, Gartner sagt 40% der Agentic AI-Projekte werden failen, also quasi nicht klappen. Weiß ich nicht, ob ich das so unterstützen würde. Ich finde, wenn man sich genug Gedanken macht und vor allem dieses Expectation-Setting dahinter packt, wie autonom ist es, wie viel Kontext gebe ich rein und so weiter und so fort, dann kann das schon klappen, gerade auch im kleinen Stil. Am Ende würde ich immer sagen, klarer ROI und Transparenz und gut kalkulierte Kosten und vor allen Dingen motivierte Mitarbeiter. Ne? Also einfach mal ausprobieren, gerade wenn man Pre-Built-Agents schon auf der AIP hat. Ja. Das war's. Da mache ich noch einen Deckel drauf. Mach einen Deckel drauf. Also wer von euch jetzt denkt, wow, da kommt ja einiges auf uns zu, das ist eine riesen Challenge. Stimmt. Ja, das ist eine Challenge. Das ist nicht einfach. Ich habe es vorhin schon auf der Bühne gesagt. Das ist eine Herausforderung, mit der wir umgehen wollen gemeinsam und wir wollen euch auch gerne unterstützen. Aber eben, ihr wisst das, so aus der Verhaltensphysiologie, ja, wenn der Säbelzahntiger im Gebüsch raschelt, ja, dann haben wir irgendwie diese 4 Verhaltensmuster. Fight, Flight, Freeze or Flock. Und alle 4 helfen eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, wir haben noch viele, viele andere Möglichkeiten und eine davon ist einfach Embrace. Die Idee, wenn ihr durch dieses Stufenmodell geht, wenn ihr anfangt zu sagen, wir motivieren unsere Mitarbeiter, es auszuprobieren. Ja, 48% der Mitarbeiter in Deutschland trauen sich nicht ihrem Chef zu sagen, dass sie bei der Erledigung einer Aufgabe KI genutzt haben. Warum? Ist doch super. Ja? Ermutigt das, fangt an, es zu tun. Ja, fangt an, Prozesse zu automatisieren, darüber Erfahrungen zu sammeln und auch Grenzen auszutesten und steigt in die Agentic World ein, um rauszukriegen, was möglich ist. Das wäre meine Empfehlung an euch und die Hoffnung, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal überlegt, wie ihr eure Projekte umsetzen könnt, einfach die Anbieter nach dem Alphabet sortiert und oben anfangt.
Und damit wünsche ich euch eine gute Pause. Bis später. Dankeschön. Danke dir.